Im heutigen Video geht es um mein aktuelles Lieblingsspielzeug, den Humvee von Henk-One, den HGP408. Und zwar will ich heute mal ganz kurz zeigen, wie man die Frontscheinwerfer auf Dauerlicht einstellt, sodass die eben nicht nur leuchten, wenn der Motor an ist bzw. Gas gegeben wird, und wie man die Achsdifferentiale vorne und hinten sperrt, damit der Wagen im tatsächlichen Vierradantrieb läuft. Hallo, ich bin John übrigens, willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Technik-Review. Nicht so schnell! Das ist zu weit. Für die Modifikation, die wir heute vornehmen wollen, einmal die Stromzufuhr ändern, dass die Lampen permanent leuchten, braucht man gar kein Werkzeug. Und für das Sperren der Differentiale liegt alles dabei, was man braucht. Beschreibungen findet man hier im Heft für beides. Das zeige ich gleich nochmal, auf welchen Seiten das steht. Und Werkzeug ist hier, die Schräubchen, die man für das Achsdifferential braucht, sind hier in dem Zubehörtäschchen, 2 Stück, eins für vorne, eins für hinten. Der entsprechende Schraubendreher, der benötigt wird, H1,5, ist auch dabei. Was nicht dabei ist, was man braucht, um den Sicherungsstöpsel aus den Achsen rauszuziehen, ist eine kräftige Zange. Die Fernbedienung muss natürlich dabei sein, weil zum Testen, wenn man den Wagen anmacht, um zu schauen, dass die Lampen richtig gesetzt sind zum Beispiel und korrekt leuchten, muss natürlich auch die Fernbedienung an sein, sonst funktioniert es nicht. Sonst alarmt er. Und natürlich entscheidend wie bei allen Arbeiten, die mit Strom zu tun haben, den Akku abklemmen, bevor irgendwas an der Elektrik gemacht wird. Als erstes wollen wir uns mal die Lampen vornehmen. Im Auslieferungszustand sind die Frontscheinwerfer so geschaltet, dass sie angehen, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht wird und dann auch wieder entsprechend ausgehen. Hübscher sieht es aus, wenn die permanent leuchten. Und das geht ganz leicht. Wir öffnen die Motorhaube und die Abdeckung darunter mit dem Fake-Motor. Und sehen dann hier unten die Lichteinheit, die für alle Lichter zuständig ist. Wenn wir einen genaueren Blick werfen, auch in die Anleitung. Die Stromkabel, die von den Frontscheinwerfern kommen, sind ganz schnell identifiziert. Die laufen einmal hier durch und einmal hier durch und sind in dem Fall die beiden weiß-schwarzen. Jetzt stecken diese beiden, einmal für rechts und links, hier oben, einmal hier und einmal hier. Und die sind eben nicht permanent unter Strom, sondern wir stecken die um auf 2 Stecker, die permanent unter Strom sind, zum Beispiel hier und hier. Dazu braucht man nicht mal ein Werkzeug, die sind relativ leicht hier rauszunehmen. Einmal hier drüben rein. Der Nase nach oben. So, und okay, richtig schön reindrücken, dass die auch Kontakt haben. Das zweite sitzt hier unten, von der hier raus. Nehmen und einfach hier drüben unter den ersten setzen. Das wird einfach hier drunter und dann einfach genauso festgedrückt wie das erste auch. Zack. Und das war's auch schon. Sind die Stecker umgesteckt, sieht man bereits, wenn der Wagen nur mit dem Akku verbunden ist, das Ergebnis, nämlich die Frontscheinwerfer leuchten permanent und sind jetzt völlig unabhängig, ob der Motor läuft oder Gas gegeben wird oder nicht. Das war also kein Hexenwerk, lässt sich auch jederzeit wieder rückgängig machen, wenn man das denn möchte. Und sieht aber meiner Meinung nach besser aus oder cooler aus, wenn die Lampen permanent an sind, was einen realistischeren Eindruck macht. Im zweiten Schritt geht es jetzt mal um das Achsdifferential, was sich wie gesagt manuell sperren lässt. Bei anderen Herstellern geht das auch automatisch über die Fernbedienung.
Hier müssen wir es manuell machen, wenigstens ist es überhaupt dabei und möglich. Von daher ist das in Ordnung. Das Zubehör, was benötigt wird, liegt wie gesagt dabei, die 2 kleinen Schräubchen, die dann vorne und hinten reinkommen. Und auch das ist kein Hexenwerk und das wollen wir uns mal kurz im Detail anschauen. Der Unterschied vom nicht gesperrten Differential zum gesperrten Differential lässt sich ganz einfach zeigen. Beim nicht gesperrten, hier jetzt mal an der Vorderachse, lassen sich die Räder einzeln drehen und entgegengesetzt. Während beim gesperrten, jetzt zum Beispiel mal an der Hinterachse, laufen die Räder gleichzeitig, wodurch natürlich die Traktion, und wir haben hier dann einen tatsächlichen Vierradantrieb. Die Hinterachse ist bereits gesperrt und wie die Vorderachse gesperrt wird, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Geheimnis befindet sich hier hinter diesem Clipsding. Das sitzt ziemlich fest, das müssen wir relativ grob mit einer kräftigen Zange rausziehen. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es eigentlich ist. Wenn man es erstmal draußen hatte, geht es relativ leicht wieder rein. Also gut festhalten. Und dann mit Gefühl. So, na bitte. War gar nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so gut zu sehen. Da ist nämlich ein Loch. Moment, jetzt drehen wir mal das Rad, bis dieses Loch auftaucht. Und zwar ist das da. Da ist das Loch mit Gewinde. Ich hoffe, das ist erkennbar. Gucken wir mal. Okay. Hier ist das Schräubchen. Dazu passend nehmen wir den 1,5er Schraubendreher. Der passt da genau rein. Das passt da wunderbar drauf. Jetzt stecken wir das vorsichtig in dieses Loch. Moment, ein bisschen hochdrehen, da rein. Und es geht nicht ganz durch, geht schon durch, sonst müssen wir an der anderen Seite noch ein bisschen nachdrehen. Aber so, das steckt schon richtig drin. Jetzt anziehen. Okay. Und jetzt ist das Differential gesperrt. Der Wagen ist im Leerlauf, deshalb lässt sich das so schön drehen. Und kann man jetzt hier ganz genau sehen, da ist jetzt nichts mehr mit gegeneinander drehen, wie vorher im Beispiel, sondern das ist jetzt genauso gesperrt wie hinten auch. Und dann setzen wir zum Schluss, zum Schutz, nur noch hier die Kappe wieder drauf. Wenn die Schutzkappe richtig drauf sitzt, kann man die ganz vorsichtig drehen. Hier hat zwar kein Gewinde, aber wenn sie richtig sitzt, ist die drehbar. Ja, geht auch nicht mehr so leicht raus. Genau. Es ist also nicht so schwer, wie man gerade sehen konnte. Auch das lässt sich natürlich wieder rückgängig machen, wenn man das entsprechend möchte. Kommt ja auch immer darauf an, was man mit dem Wagen machen will. Will man schnell fahren oder will man mehr über unebenes, also schwieriges Gelände und so, dann ist natürlich das gesperrte Differential sinnvoller. Das gucken wir uns in einem späteren Video an, wenn der dann draußen zum Einsatz kommt. Auf jeden Fall kann man das dann entsprechend so machen, wie man es braucht. Das war es auch schon wieder für heute mit diesen 2 kurzen Updates zum HG P408, dem Humvee, die 2 kleinen Modifikationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und ich bedanke mich für eure Zeit und für euer Interesse. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Joe Dominguez Technik Reviews. Bis dann.